Grüße dich, Markus. Grüße den Platz. Hoppla. Ja, einen sehr schönen, warmen Nachmittag. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Nikolaus-Harnoncourt-Saal der Musikschule in St. Georgen zu einer kulturphilosophischen Denkwerkstatt des Nikolaus-Harnoncourt-Zentrums. Dieses Mal mit großer Freude in Zusammenarbeit, in einer guten Kooperation mit dem Attergauer Kultursommer. Ich habe die große Freude, heute als Gast hier in diesem Gespräch den Markus Hinterhäuser zu haben. Herzlich willkommen, Markus, danke dir fürs Kommen. Der Markus Hinterhäuser, keine Sorge, ich sage gar nicht viel, was völlig unnötig wäre, ist eine schillernde Persönlichkeit mit ganz vielen Talenten und Begabungen, die wir in den letzten Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Funktionen und auf den unterschiedlichsten Konzertpodien der Welt anschauen. Was mich heute antreibt, ist ihn zumindest zum Beginn hier zu haben als einen Pianisten von Weltgeltung. Weil mich seit einer langen Zeit ein Thema und eine Frage umtreibt, das ich erläutern möchte, ein bisschen mit einem Moment aus einer Masterclass, die ich vor vielen, vielen Jahren auf YouTube gesehen habe, die der Daniel Barenboim zu den Beethoven-Sonaten gehalten hat, und sein Studierender war niemand geringerer als Lang Lang. Und das war hochinteressant zu sehen, wie der hochmotivierte Lang Lang neben dem kleinen, großen Meister immer kleiner wurde und der Daniel Barenboim immer souveräner und immer über allen schwebender. Und dann kam es zu dem Moment, wo der Barenboim sagte, Lang, here, when it goes to the major, you have to play the chord and you have to play crescendo with it. Ich übersetze das kurz. Da, wo das jetzt Dur wird, ist der Akkord und spiel auf diesem Akkord ein Crescendo. Und Lang Lang hat ihn fassungslos angeschaut und sagt, Maestro, a crescendo on one chord on the piano, that is impossible. Ein Crescendo am Klavier auf einem Akkord ist unmöglich. Und der Barenboim hat ihn angeschaut und gesagt, Lang, you have to believe it. Du musst daran glauben. Und das ist viele Jahre her und das hat mich damals, glaube ich, zuerst belustigt. Dann hat es mich interessiert und ich merke über die Jahre, wie mich das Thema beschäftigt. Weil auch in meiner Arbeit, ich arbeite viel mit Klavier, aber es ist nicht nur im Klavier gefangen, sondern es ist ein Thema, das für die gesamte Musik, für die ganze Kunst gilt, dass wir etwas uns vorstellen müssen. Wir müssen etwas imaginieren als MusikerInnen in der Herstellung, aber auch in der Rezeption. Also als Publikum müssen wir Dinge fertigstellen. Und jetzt ist meine Vorrede auch zu Ende. Lieber Markus, du bist ein Pianist, du schlägst fast jeden Tag in deinem Leben Tasten an auf diesem perkussiven Instrument Klavier und denkst vielleicht überhaupt gar nicht mehr daran, dass jeder Ton, den du anschlägst, ab dem Moment des Anschlages im Verklingen sich befindet. Wie entwickelst du Phrasen am Klavier, das doch eigentlich am Akkord nicht stärker werden kann? Naja, es ist tatsächlich unmöglich, auf einem Klavier einen Akkord zu spielen, der crescendiert, also der an Intensität gewinnt. Es ist wirklich so, dass der Ton im Klavier etwas Ephemeres hat. Er kommt, entfaltet sich möglicherweise und verschwindet. Und er wird nie wieder so kommen, wie man ihn gehört oder wahrgenommen oder empfunden hat. Aber das, was Daniel Barenboim, was du eben erzählt hast, Florian, was Daniel Barenboim lang gesagt hat, das ist ein, so verstehe ich das zumindest, das ist ein musikalischer Hinweis. Musik hat sehr, sehr viel mit
dem Spannungsaggregat zu tun, der zwischen zwei Tönen ist. Und das Hören, wie kommt der nächste und wann wird er platziert, wie formt er sich, wie schlage ich diesen Ton am Klavier an. Das ist ein suggestiver Hinweis von Daniel Barenboim. Hör dieses Crescendo, dann weißt du, wo der nächste Ton ist. Dann weißt du und das ist das Geheimnis großen Musikmachens, die Zwischenräume zu erfassen. Die Töne an sich sind ja klar, aber die Zwischenräume, das ist das große Geheimnis in der Musik. Und diese Zwischenräume, wenn wir beim Klavier bleiben, wo eben im Gegensatz zu Streichinstrumenten, wo man Crescendo machen kann, im Gegensatz zum Singen, wo das möglich ist, im Klavier ist es definitiv nicht möglich. Und deshalb ist dieser Hinweis von Barenboim wirklich klug, jemandem zu sagen, imaginiere etwas. Das ist unmöglich, das ist eine Illusion. Aber diese Illusion hilft dir, das nächste Ereignis, das ist der nächste Ton oder der nächste Akkord, nicht nur für dich, sondern auch für andere hörbar zu machen. Das ist wichtig, das ist ein schöner Hinweis von Barenboim. Ich finde es auch, ich bin nachhaltig davon begeistert. Ja. Baust du dir die Klanganteile für eine Phrase, die sich entwickelt, innerlich irgendwo dazu? Du hast eben etwas gesagt, das perkussive Instrument Klavier. Ich empfinde das auch als perkussiv. Aber es ist auch ein Gesangsinstrument. Und alles, was wir in der Musik erleben können, kommt ursprünglich vom Gesang. Alles. Also wenn du mich jetzt fragst, wie Linien aufgebaut werden, ich kann dir keine präzise Antwort geben, das wäre auch vermessen. Aber ich kann gesichert sagen, dass ich das versuche zu singen, ohne dass ich singe. Also es singt in einem. Ja? Und dieses Singen, diese Formulierung der Töne, dieses Finden von Beginn eines Tones, das Anwachsen eines Tones, das Verklingen eines Tones, das hat alles mit dem zu tun, was du so wunderbar beherrschst. Das ist schon sehr wichtig, dass man sich das auch als Pianist immer vergegenwärtigt. Wir sind vorhin in dem Attagauer Hof gesessen und ich habe ihm vorgespielt am Handy das schönste Mozart-Spiel der Welt. Das war nämlich Friedrich Gulda, der die Rosenarie aus Figaros Hochzeit spielt. Das ist der pure Gesang am Klavier. Der pure Gesang. Da stimmt wirklich jeder Ton, jede Nanosekunde des Anschlusses von Ton. Ja, das versuche ich auch. Ich meine, ich versuche es. Es versucht hoffentlich ein Großteil der Pianisten. Aber wie gesagt, ich sitze jetzt nicht am Klavier, außer ich spiele Lieder und so, dann muss ich das manchmal mitsingen. Aber das Klavier ist für mich immer mehr, auch im Laufe der Jahre, immer mehr zu einer Art von singender Botschaft geworden in gewisser Weise. Ich kann das super gut nachvollziehen, weil ich stehe ganz oft vor Klavieren und habe die große Freude, dass die Pianisten, die ich begleiten darf und die mich begleiten, meistens sehr gute PianistInnen sind. Und ich erlebe auch nicht irgendeine Form von klanglichem Defizit, das geht sich ja gar nicht aus. Und ich finde die Frage aber so interessant, ob ich es selbst dazu baue, in meiner Wahrnehmung und ob diese Wahrnehmungen schon über die Imagination der Kontinuität eines Klanges so erzogen ist oder so geprägt ist, dass ich es dazu baue. Ich als Sänger kann einen Ton, bis mir die Luft dann ausgeht, entwickeln. Das heißt, ich bin in ganz vielen anderen Dingen mit einem Imaginationsraum beschäftigt als das Klavier. Also insofern finde ich es interessant, weil du naturgemäß darüber mehr weißt als ich. Ja. Aber das, was von der ursprünglichen Idee von Barenboim, was er völlig intelligent und brillant zum Lang sagt, wenn man darüber nachdenkt, habe ich das Gefühl immer mehr und mehr, dass es ja also ganz klar in den Disziplinen, in denen wir uns herumtreiben, in der darstellenden Kunst, dass es für alles gilt. Dass wenn ich einen Theaterabend mir anschaue, dass mein Gehirn, mein Wahrnehmungssystem, mein gesamtes permanent an der Arbeit ist, etwas
fertigzustellen oder zu versuchen in der Nachschau, was könnte es meinen. Also das permanent eigentlich der Prozess, das Wort, das du verwendet hast, dass das Suggestive, beim Barenboim, wie er mit ihm spricht, mit dem Klang spricht, aber das Suggestive in jeder musikalischen Äußerung eine, für meine Warnung, immer größere Rolle spielt. Der Vorschlag, das nicht ausformulierte. Wie weit kann man Musik ausformulieren? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich möchte mal, wenn ich darf, auf das Suggestive zurückkommen. Ja. Ich möchte nicht immer von mir sprechen, aber ich bin jetzt erst mal da. Ich habe sehr viel neue Musik gespielt oder neuere bis neueste Musik gespielt. Also Musik gespielt, deren Grammatik nicht ganz einfach für den Zuhörer ist. Gar nicht einfach. Das fängt bei Schönberg an und das ist immer noch eine Art von Pawlowscher Reflex, den dieser Name hervorruft. Schönberg hat die gleichen Noten verwendet, die Bach und Mozart und Beethoven verwendet haben. Ganz genau die gleichen. Die Semantik hat sich verändert. Es gibt einen Moment in der Musikgeschichte, wo das, nennen wir es mal, das empirische Gedächtnis nicht mehr greift. Kann sich das nicht merken. Also was muss ein Interpret machen? Er muss suggestiv arbeiten. Ich bin immer gefragt, spielst du das auch auswendig? Ich kann die meisten Stücke auswendig. Ich würde es nie auswendig spielen, weil das ist nämlich genau das, was ein Fehler wäre. Fast alle würden denken, er spielt, was er will. Das ist nicht kontrollierbar. Stimmt aber nicht. In dem Moment, wo man diesen Kontakt mit der Partitur hat und sich zuhört und dieses Zuhören, das natürlich auch eine Art von Suggestion ist. Es ist ein suggestiver Vorgang, der sich auf das Publikum überträgt. Wenn ich diese Noten nicht habe, kann ich das nicht herstellen. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Die andere Sache, deine andere Frage war genau, ich wollte nochmal auf die Suggestion. Jetzt bleiben wir mal dort, bitte? Beim Schönberg. Ja. Was ist das Suggestive an der Präsenz der Partitur? Die Partitur ist ein Text. Die spricht zu einem. Ich könnte ja niemals vom Tablet spielen, das wäre ausgeschlossen. Also ich bin da sehr analog unterwegs. Ich habe die Partitur, ich habe die Noten das sind meine Eintragungen drin. Und wenn man auf die Noten schaut, ist es jedes Mal auch als sagen wir mal, als visueller Moment, als fast grafischer Moment, ist das eine große, ich sag's, Inspiration, einfach diesen Text zu sehen. Der spricht ja zu einem. Und ich spreche mit dem Text als Interpret. Heißt das aber, so, wenn ich dich jetzt, wie ich dich jetzt vielleicht mehr verstehen möchte als verstehe, ist, dass der Notentext, das Notenbild ein Vorschlag an dich ist und nicht eine Gegebenheit, ein Faktum, dem du entsprichst? Beides. Ich bin ja für genau das, was du sagst. Also meine Wahrnehmung von Notentext am Papier ist ein, je nach Komponist, weniger oder mehr präziser Vorschlag. Der Vorschlag, der ein Versuch ist, der Inspiration, Imagination, der Idee des Komponisten nahe zu kommen, dass ich als Interpret etwas herstelle, was er vielleicht ungefähr gemeint haben könnte. Ja, das ist das, was ein Interpret auf sich zu nehmen hat. Aber meinst du es durchaus so, also dass das Notenbild so etwas dir vorschlägt, versucht dir etwas näher zu bringen? Ja, natürlich. Und wie gesagt, allein, sagen wir mal, die Grafik dieses Bildes, das zu mir spricht und mit dem ich in irgendeiner Form in Kontakt trete als Interpret, genauso wie du in Kontakt trittst als Interpret, erzählt sofort etwas. Also Sie kennen alle die B-Dur-Sonate von Schubert, die letzte Klaviersonate. Wenn man die Noten sieht, hat man eine Landschaft vor sich. Die ersten 2 Seiten das ist unbeschreiblich, wie viel diese Fast-Bewegungslosigkeit einem Interpreten erzählen kann. Das ist, dieser ganze erste Satz ist wie ein Herantasten an die Welt. Das ist nicht jemand wie Beethoven, der von sich gesagt hat, schaut dem Schicksal in den Rachen. Nein. Das ist ein ganz tastenhaftes Vorgehen. Und wenn man das sieht als Bild, weiß man, wie man es zu spielen hat, hoffentlich. Also zumindest gibt es einem einen Hinweis. So könnte es möglich sein. Das ist sehr interessant, aber du hast ja auch vorher gesagt, dass du dich sehr viel mit moderner Musik beschäftigt hast, wo teilweise, glaube ich, auch die Notenbilder
sich aus dem traditionellen System der Systeme, der Notenlinien und der befreit. Also eine Nono-Partitur schaut anders aus als auch noch Schönberg. Ja, der Schönberg bricht als erster auf mit gekreuzelten Notationen in den Singstimmen. Aber würdest du sagen, dass die Entwicklung auch im 20. Jahrhundert, ins 21. Jahrhundert, dass es ein Bekenntnis oder ein Dokument der Nichtpräzision ist, oder ist es nur ein anderer Versuch der Vermittlung des Ähnlichen, des Suggestiven? Also, wenn man sagt, es ist ein Dokument des Nicht-Präzisen, glaube ich, liegt man falsch. Der Wille ist ja präzise. Und ein Interpret sollte versuchen, dieser Situation gerecht zu werden. Allerdings, also ich habe vor vielen, vielen Jahren, da habe ich noch studiert, habe ich einmal eine sehr intensive Zeit gehabt, in der ich mit dem Komponisten Karl-Heinz Stockhausen gearbeitet habe. Und er schreibt in Klavierstücken, die wirklich sehr faszinierende, große Musik sind, er schreibt Metronomangabe 63,5, 67,3. Nein, das ist nicht zu machen. Aber man weiß als Musiker, was 60 ist. Das ist genau eine Sekunde. Und man denkt sich, es ist minimal schneller als Metronom 60. Das haben Musiker sozusagen in sich. Und es ist tatsächlich genau so. Ich fand das damals so verblüffend. Und wir hatten ein Digitalmetronom. Und ich habe den Stockhausen gesagt, okay, schlagen Sie doch mal 78,5. Absolut präzise. Schlagen Sie mal 124,2. Absolut präzise. Ja, der konnte das. Und weil er das konnte, hat er das in der Partitur oder durch die Partitur von den Musikern verlangt. Und er hat es auch gehört. Aber einer, der nicht diese Fähigkeit hat, und da gibt es halt ganz, ganz wenige auf der Welt, wenn überhaupt, der wird das als eine Art von, wie soll ich sagen, von auch wie einen Spannungszustand finden, dass etwas sich ganz minimal anders bewegt als das, was vor diesen Noten, vor diesem Komplex stattgefunden hat. Und das ist auch etwas, was ein Interpret ausschließlich suggestiv herstellen kann. Du kannst nicht zu Hause sitzen mit der Metronom sowas üben, 63,5, wo das funktioniert nicht. Es geht nicht. Du musst es ein, zwei Mal gemacht haben, aber dann musst du es vergessen. Da musst du es wirklich vergessen, sonst wird man nicht in der Lage sein, diese Musik sprechen zu lassen, etwas erzählen zu lassen. Es ist ausgeschlossen, es ist frei, es ist meinetwegen sehr pedantisch notiert, aber es ist dann frei von jeder Pedanterie. Und das hat Karl-Heinz Stockhausen auch gefordert, dass man sich irgendwann, wenn man das präzise erfasst hat, sich befreit und auch auf die, kann man jetzt glauben oder nicht, auf die Schönheit des Tons, des Klangs, der Verbindung von Klängen, dass das zu der zentralen Aufgabe wird für einen Interpreten dieser Musik. Befreiung vom Notentext, vom Material, vom Willen des Komponisten, wovon? Oder ist es eine Befreiung zu etwas? Es ist eine Befreiung zu etwas hin. Ja, du formulierst die Befreiung zu etwas. Es ist eine paradoxe Situation, man befreit sich und nähert sich gleichzeitig an. Das ist nicht paradox. Also ich kann mit Befreiung zu etwas, die Befreiung ist eine Notwendigkeit, um zu etwas zu kommen, würde ich einmal sagen. Aber es bedarf auch der Befreiung von etwas. Ja, aber dann... Ja, ja, na bitte. Nein. Die Frage ist schon fertig. Wovon befreist du dich, um zu dem zu kommen, was du gerade gesagt hast, was das Zuhören der Schönheit eines Tones, der Gestalt eines Tones ist? Was musst du hinter dir lassen können, und das möglicherweise erst im Moment, in einem performativen Moment, der so eine sehr spezifische Bedingung hat, um zu dem zu kommen, was dich als Interpreten vielleicht ausmachen kann? Ich muss sehr genau wissen, was gemeint ist. Sehr, sehr genau. Wenn ich glaube, diesen Moment erreicht zu haben, dass ich das sehr genau weiß, muss ich von dem zurücktreten. Es ist der Interpret, ist ein Übersetzer. Und er braucht etwas, was
für mich die Formel für Kunst allgemein ist. Es wurde viel nachgedacht über, was ist Kunst. Und ich habe eine ganz einfache Formel für mich gefunden. Kunst ist Form und Freiheit. Kunst ohne Form gibt es nicht und ohne Freiheit gibt es ja auch nicht. Form und Freiheit, das ist die Kunst. So, die Form ist erfasst. Die Form nicht nur als Architektur, sondern auch in den inneren Teilen oder in inneren Ausdrucksweisen eines Stücks. Die Form ist erfasst. Die Freiheit, dann das Material, das man sich in gewisser Weise zu eigen gemacht hat. Ja. Das muss man ja tun. Unbedingt. Ja? Dass man sich in gewisser Weise zu eigen gemacht hat, dann diesen Schritt zurück zu gehen und sagen, okay, ich entferne mich und nähere mich gleichzeitig an. Das ist eine wirklich interessante Geschichte. Musik lebt auch von Aura. Und es gibt von Walter Benjamin diese schöne Definition von Aura als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein mag. Also dieses Spiel zwischen Ferne und Nähe ist, glaube ich, für einen Interpreten sehr, sehr wichtig. Die einmalige Erscheinung einer Ferne, eine Schubert-Sonate, ein Streichquintett von Schubert, das ist uns fern und nah gleichzeitig. Und das hat etwas mit der Aura von Musik zu tun, mit der Aura der Mitteilung, zu der Musik fähig ist, große Musik fähig ist. Und wie ist es in diesem Spiel von der Ferne und der Nähe, und du hast es ein bisschen angedeutet, mit dem Vergessen von dem, was man schon wusste oder was man gewusst zu haben? Du hast gesagt, man muss sich etwas zu eigen machen. Du musst dem auf die Spur kommen, du musst auf die Suche gehen, auf die Spur kommen, was gemeint ist oder gemeint war. Da bin ich mir schon nicht sicher, ob dieses Gemeintsein ein Gemeintsein vom Komponisten ist oder ob es ein Gemeintsein ist, das schon geteilt ist mit dir, in deiner Möglichkeit, das, was der Komponist dir zur Verfügung stellt, zu lesen. Ich finde ja, dass die Interpretation und die Interpreten, und das geht durch alle musikalischen Genres, sehr stark daran zu erkennen, ist vielleicht Wort oder so, anzuschauen sind unter dem Aspekt, wie sie etwas lesen. Wir sind hier im Nikolaus Harnoncourt-Saal. Für mich hat begonnen die Spezialität des Nikolaus Harnoncourt, wie er es gelesen hat. Ja. Schon, oder? Aber natürlich. Und das etwas lesen, also wie man etwas liest, ist ja schon entfernt von dem, wo wir mit einer gewissen Sicherheit, außer wenn du das Privileg hast, und in deinem Fall ist das sicher oft so gewesen, dass du dich mit den KomponistInnen hast auseinandersetzen können, wie es gemeint ist. Du konntest fragen. Nicht beim Stück hast du gesagt, Karl-Heinz, wie hast du es da gemeint? Glaub es mir oder glaub es mir nicht. Der Einzige, den ich gefragt habe, war der von mir eben erwähnte Karl-Heinz Stockhausen. Ich habe es wirklich vermieden, die Komponisten zu treffen. Absichtlich? Absichtlich. Ich verstehe das total. Absichtlich. Ich wollte die nicht treffen. Ich habe wirklich einen Lebensbegleiter gehabt, einen Komponisten, Luigi Norno. Ich meine, Salzburg ist die einzige Stadt der Welt, die dank meiner gütigen Mithilfe, das Gesamtwerk von Luigi Norno aufgeführt hat, ziemlich exemplarisch. Und ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte, die habe ich schon oft erzählt, aber die ist ganz schön. Und ich habe das Klavierstück von Luigi Norno, Klavier und Tonmann, das er für Maurizio Pollini geschrieben hat. Wie heißt es? Für Maurizio Pollini hat es geschrieben. Wie heißt das Stück? Das heißt Sofferte onde serene, also durchlittene heitere Wellen. Und das ist Venedig in Musik gegossen, nichts anderes. Da hat man alles, der Mythos dieser Stadt, der versunkenen Städte, der Glocken, des Wassers, alles, was Venedig akustisch ausmacht. Und ich habe das damals gelernt, dieses Stück. Und es wäre naheliegend gewesen, weil ich kannte auch die Frau von Luigi Norno sehr gut, die Tochter von Schönberg und Frau von Luigi Norno. Ich bin nach Venedig gefahren und angekommen, 5:30 Uhr in der Früh von Wien mit dem Zug, und es war Ostersonntag.
Und ich bin aus dem Bahnhof heraus und man hat nichts gesehen, gar nichts. Es war nur Nebel, ein einziger Nebel. Man hat aber Venedig gehört. Alles, was man hören konnte, auch in der Musik von Luigi Nono, ohne jetzt plakativ zu sein, ohne trivial zu sein, hörte man plötzlich. Und ich bin durch Venedig, ich bin ewig lang spazieren gegangen, dann die eine Stunde, die nächste Stunde, und plötzlich brach der Himmel auf, Ostersonntag. Und die wundervollste Sonne schien auf diese Stadt herunter. Und ich bin an diese Giudecca-Kanal gegangen, das mag ich besonders gern, und gehe so, und in einem Café besitzt dort Luigi Nono. Und ich bin stehen geblieben und habe mir gedacht, hups, soll ich ihn jetzt ansprechen, jetzt oder nie? Und ich habe mich für nie entschieden. Er saß da, so wie Sie jetzt da sitzen. Er hat mich nicht gekannt, aber ich habe ihn gekannt. Aber ich habe darauf verzichtet, ihn zu sprechen oder ihn kennenzulernen. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das so gut wie immer vermieden. Ich wollte das nicht. Ich habe ja das, was mir der Komponist geschenkt hat. Und ich glaube, dass das gar nicht animierend oder hilfreich ist oder in den meisten Fällen nicht animierend und nicht hilfreich ist, mit den Komponisten selber zu reden, wie man das zu spielen hat. Ich glaube, in dem Moment, wo ein Stück geschrieben ist und veröffentlicht ist, ist das Stück frei. Und man kann sich hinweisen, wir können uns aus fast der ganzen Musik, mit der wir konfrontiert sind, und zwar jeden Tag in Konzerten, wir können niemanden fragen. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir wissen, wie das geht, und früher, das ist, so muss es. Nein, Musik ist viel, viel freier als diese Form der apodiktischen Einengung, das darf man nicht, man darf sehr vieles. Man darf sehr vieles, aber man darf es nur dann, wenn man das, was man tut, auch aufrichtig tut. Nicht als Strategie und nicht als eine Art von Marketing-Gag oder sonst was oder Selbststilisierung. Wenn man aufrecht mit diesen Dingen umgeht, dann schenkt einem die Musik die größte Freiheit. Das ist ganz sicher so. Das glaube ich auch. Ich möchte etwas beleuchten, was du gerade gesagt hast. Weil ich finde, es ist große Literatur. Der hat gerade gesagt, jetzt oder nie. Ich habe mich für nie entschieden. Das kann man nicht einfach so unerwähnt lassen. Das ist ein großes Wort, es wird mich lang begleiten, das vergesse ich nicht. Danke. Jetzt oder nie. Ich habe mich für nie entschieden. Also Manifest für die Freiheit in der Musik, der erste Schritt für uns Interpretierende im Lesen schon darauf zu vertrauen, dass wir die Ernsthaftigkeit finden in der Auseinandersetzung mit dem Material, die es rechtfertigt, nicht dauernd hinzulaufen und die Komponisten zu fragen, wie es gemeint ist. Ich höre in der Nacht mit großer Leidenschaft Dinge auf YouTube. Das ist wirklich ein großes Glück, dass man das hat, weil man bekommt Dinge zu hören und zu sehen auch, die hätte man früher nie erleben können. Nie, weil einfach, das hätte man nicht gefunden. Jetzt gibt es das alles. Und wir sind hier im Harnoncourt-Zentrum und das, was Nicolas Harnoncourt mit Bach gefunden hat und was er erzählt hat mit der Musik von Bach, ist eine der größten interpretatorischen Leistungen der letzten Jahrzehnte. Das ist überhaupt keine Frage. Es wurde mir angeboten, es kommt ja so ein Algorithmus hinein. Und ich habe etwas gehört. Es war der größte Bach-Spieler aller Zeiten, das war nämlich Glenn Gould, der einen langsamen Satz aus dem D-Moll-Klavierkonzert gespielt hat. Also Glenn Gould hat seinen Bach gespielt und Leonard Bernstein hat dirigiert. Fantastisch. Es ist gar keine Frage, ob das richtig oder falsch ist oder ob das stilistisch passt oder nicht. Es ist ein Moment, ein Wunder passiert dort in diesem D-Moll-Konzert. Schauen Sie sich das an auf YouTube. Bach, D-Moll-Konzert, Glenn Gould, Leonard Bernstein. Das sind zwei vollkommen verschiedene Planeten. Und ich glaube, dass Glenn Gould sich nicht eine Sekunde Gedanken gemacht hat über das, was man historische Aufführungspraxis nennt. Der hat gespielt, wie er das empfunden hat und wie es seine technischen Fähigkeiten erlaubt haben. Die waren gigantisch. Das ist auch eine Form von
von Freiheit, der Musik zu begegnen. Wir begegnen zunächst einmal der Musik, bevor wir mit ihr irgendwie eine Art von Verbindung herstellen. Und diese Begegnung der Musik, die kann nicht irgendwie determiniert sein, die kann nicht irgendwelchen Regeln, irgendwelchen Gesetzen folgen, die ist wirklich so, wie man, was weiß ich, auch Menschen begegnet oder der Natur begegnet. Das ist eine Begegnung. Und dann fängt an, etwas anderes in einem zu arbeiten. Aber dieser Moment, in dem ich diesen Glenn Gould gehört habe mit Bernstein, dieses Bach, diesen langsamen Satz, das ist wirklich, da stellt sich überhaupt nicht mehr die Frage, ist es richtig, ist es falsch, darf man nicht, man darf. Wenn man so spielt, wie Glenn Gould spielt, darf man. So ist das. Unbedingt. Also ich bin auch total für, man darf eigentlich alles. Wenn du jetzt denkst an dich nicht als Interpret am Klavier, sondern als Kurator für Kunst, für Musiktheater, für Konzerte, für Festivals, ist ein entscheidendes Kriterium für deine Auswahl, ob du einem Interpreten ein Stück vorschlägst, damit ihm ein Stück anvertraust, ihm ein Stück zutraust, das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung dieses Künstlers in seiner Arbeit. Ist das ein wichtiger? Das kann ein sehr wichtiger Moment sein. Er ist, weiß Gott, nicht auf jeden Musiker, auf jede Musikerin anwendbar. Also muss man schon sehr vorsichtig sein und sehr taktvoll sein. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen, und das stimmt, was ich sage. Also ein Pianisten, dem ich für die Festspiele sehr viel Repertoire vorgeschlagen habe, war Igor Levit. Ich habe seinen Bach gehört und wir sind in Wien in einem Restaurant gesessen und haben gesagt, du Igor, komm nächstes Jahr zu mir, spiel einen Klavierabend und denk drüber nach, ob du die 24 Präludien und Fugen von Schostakowitsch spielen möchtest. Und er hat mich angeschaut und gesagt, ja, das mache ich. Doch, ich mache das. Und er hat diese 24 Präludien und Fugen von Schostakowitsch gespielt, zum ersten Mal in seinem Leben bei den Salzburger Festspielen. Hat es dann auf CD aufgenommen. Ich habe ihm die Oder Napoleon von Schönberg vorgestellt. Ich habe mir vieles vorgestellt. Bei anderen kann man das nicht machen. Aber ich weiß schon, wer irgendwelche solcher Möglichkeiten hat, auch Dinge aufzunehmen, frei von Eitelkeiten, frei von irgendwelchen, wie soll ich sagen, Revieren, die er absteckt, die er selber absteckt. Leichter, in gewisser Weise leichter, ist es in der Oper für mich gewesen. Also für wen entscheide ich mich? Wer setzt so etwas in Szene? Und ich meine, du hast eben Kurator gesagt, diesen Begriff verwendet, ich habe mich nie als Kurator empfunden. Ich habe auch nie diesen Beruf, den ich ja viele, viele Jahre jetzt gemacht habe, aus irgendeiner strategischen Überlegung gemacht. Ich hab mich mit etwas beschäftigt, was mich vital interessiert. Und das ist nun mal Musik. In jeder Form. In jeder Form. Und zu dieser, sagen wir es, benutze ich wieder dein Wort kuratorischen Fähigkeit, gehört eine große Portion Wissen, hoffentlich eine ziemlich große Portion an Intelligenz, aber vor allen Dingen an intuitiver Intelligenz. Man muss auch die Psychologie von Interpreten irgendwie erkennen können. Was passiert da? Wo ist da vielleicht eine Sehnsucht, ein Geheimnis, ein unerfüllter Wunsch? Das sind sehr schwer zu fassende Dinge, aber ich glaube, da habe ich manchmal ein gutes Gefühl gehabt. Und aus diesem guten Gefühl heraus entstand dann etwas. Ich meine, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wer das von Ihnen gesehen hat, das war eine der großen Aufführungen der letzten Jahre, die Salome in der Inszenierung von Romeo Castellucci. Ich wusste, dass ich ihm dieses Stück anbieten möchte. Ich wusste es ganz genau. Und ich wusste ganz genau, dass ich Romeo Castellucci auch für Sonoridika anbieten würde. Das habe ich damals bei den Wiener Festwochen als Intendant gemacht. Und ich habe diese Geschichte oft erzählt. Ich habe ihn in Rom getroffen und habe ihm gesagt,
ich wusste, er muss irgendwie, er muss anbeißen. Und habe ihn mit diesem Stück konfrontiert. Und der Romeo Kotzebue hat mich angeschaut, ja, ich kann das machen. Aber ich kann es nur machen, wenn ich ein junges Mädchen finde, eine junge Frau finde, die in dem Zustand ist, in dem Eurydike ist. Nämlich in einer Art von Zwischenbereich, nicht mehr hier und noch nicht da. Also genau der Bereich, den keine Wissenschaft je dekodieren wird können. Dieser Übergang, diese Schwelle, die man übertritt. Vom Leben in den, was weiß ich wohin. Und ich habe dieses Mädchen gefunden. Mit großer Hilfe, Ärzten in Wien. Und sie lag in einem Krankenhaus, sie war Eurydice, sie lag in ihrem Krankenbett und hat über Kopfhörer den Gesang von Orpheus gehört, der sie ja durch die Schönheit seines Gesangs wieder ins Leben zurückrufen kann. Warum erzähle ich das? Weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass künstlerischer Leiter zu sein nicht ein Aufruf ist, numerische Aneinanderreihungen von Stücken zu haben, sondern es ist eine Art von man muss mit Musik auch in der Lage sein, Geschichten zu erzählen, etwas mitzuteilen. Musik ist eine Mitteilung. Jede Musik ist eine Mitteilung. Es gibt keine Musik, die außerhalb eines sozialen, eines politischen Komplexes heraus entstanden ist. Alles hat irgendwie miteinander zu tun. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses Phänomen der Suggestion und wie vermittelt man komplizierte Inhalte, nämlich neue Musik, dann muss man einfach sagen, dass alle diese Musik hat einen Zusammenhang mit dem, was schon längst geschrieben wurde. Es gibt allerdings einen Moment in der Musikgeschichte, der ist ganz entscheidend. Und das sind so die Jahre 1909 bis 1912. Und da schreibt Gustav Mahler seine 9. Symphonie mit einem riesigen Adagio-Satz am Ende, der gar nicht mehr aufhört. Und es ist ein Abgesang auf sein eigenes Leben. Er wusste, dass er sterben würde. Ein Abgesang auf ein Reich, das zugrunde geht und nie wieder auferstehen wird. Es ist ein Abgesang auf die Tonalität. Es ist ein Abgesang auf die Form der Symphonie. In diesen 35 Minuten Adagio, 9. Symphonie, erzählt Mahler alles, was man erzählen kann. Im gleichen Jahr schreibt Schönberg sein 2. Streichquartett. Und er fügt ein Sopran-Solo im letzten Satz hinein, das ein Stefan-George-Gedicht ist. Und es fängt an mit den Zeilen, ich fühle Luft von anderen Planeten. Also es tritt etwas anderes in diese Welt, die etwas ganz Neues. Ich fühle Luft von anderen Planeten. Und auf der anderen Seite der Welt schreibt ein Komponist, der eigentlich Versicherungsmakler war, nämlich Charles Ives, ein Stück mit dem Titel, das dauert nicht einmal 10 Minuten, The Unanswered Question, die unbeantwortete Frage. Und er formuliert etwas, was tatsächlich bis heute Gültigkeit hat. Diese Frage ist nicht beantwortet. Und was ich vorhin sagte, wenn man als Interpret mit dieser nicht beantworteten Frage zu tun hat, dann muss man Mittel finden, wie man diese Musik zum Sprechen bringt. Also Musik als Klangrede. Ja? Auch neue Musik ist eine Klangrede, vor allen Dingen eine Klangrede. Und ich bin so überzeugt davon, und das weiß ich auch von den beim Klavier, von den Pianisten, die ich wirklich über die Maßen verehre, die mein ganzes Leben verehrt, da ändert sich auch nichts mehr. Ich weiß, was da im wahrsten Sinne des Wortes gespielt wird. Ja. Und das ist schön. Das ist eine Vertrautheit. Wenn ich dir zuhöre, habe ich einen Gedanken, zu dem muss ich dich befragen. Als Intendant, du warst viele Jahre an den verschiedensten Plätzen Intendant. Worum es mir jetzt geht, ist, dass du die Zusammenhänge der verschiedenen Stücke, die du zum Programme machst, mir scheint es fast so, dass du mit diesen Stücken so umgehst, wie mit den einzelnen Teilen eines Klavierstücks, das du interpretierst. Also als ob das Intendantsein in deinem Verständnis Management-Aspekte hat, die du auch mitmachen kannst, aber das eigentlich ist eine Kunstform, die da heißt, ein Festival zum Beispiel, in eine
in eine Form und in einen Bogen zu stellen, der von der inneren Mechanik und der Funktion wie einem Musikstück entsprechend ist. Also du bist künstlerischer Interpret unserer Zeit, dem Kulturschaffen unserer Zeit und der Kulturgeschichte gegenüberstehend, und das Werk ist das Festival. Kann man das so anschauen? Also ich finde das schön, dass du das sagst. Ich frage schön, dich. dass man das so empfindet. Nein, ich frage dich. Du sprichst so darüber. Du sagst nicht, ich programmiere A, B und C, sondern... Ja, ich würd mich freuen, wenn man zumindest gewisse Momente dieser vielen Jahre, wo ich das gemacht habe, als solche Momente sieht, empfindet. Entschuldige, dass ich unterbreche, ja. Aber es macht gewisserweise, wenn man sich die Pressemeldungen von den letzten Jahren und Jahrzehnten anschaut, dann steht als eine Besonderheit, dass der Hinterhäuser ist ein Künstlerintendant. Und manchmal steht der letzte Künstler oder Musiker, der Intendant, das wäre der Karajan gewesen. Der Rositschka war, glaube ich, auch Musiker. Ja. Also wie auch immer, aber dass die Besonderheit ist nicht, dass du ein Kulturmanager bist, sondern dass du als Künstler ein Festival als Intendant entwirfst. Ja. Und es ist eine andere Bedeutung. Ich glaube, es wird verstanden, dass du als Künstler bist du der am Klavier sitzt und Stücke spielt. Das ist deine Kunst. Und der Gedanke aber, der mich jetzt interessiert ist nach deiner Erzählung, ist vielmehr, ob nicht deine Vorstellung und die Idee von Intendanz in Wirklichkeit eine aktuelle und eine vielleicht dadurch eine Kunstform ist. Ja, das habe ich nie gesagt, aber das ist tatsächlich so gewesen. Und vielleicht ist es mir in manchen Momenten auch tatsächlich gelungen, dieser Kunstform als Ideal zu entsprechen. Ich habe auf jeden Fall, das kann ich gesichert sagen, weder die Intendanz bei den Salzburger Festspielen noch die Intendanz bei den Wiener Festwochen als eine Art von Management gesehen. Wirklich nicht. Man kann Kunst nicht managen, man kann Musik nicht managen, das geht nicht. Man kann nur der Musik zu ihrem Recht verhelfen und das sollte man tun. Und im Grunde genommen ist es, wenn man Klavier übt, passiert manchmal so ein kleines Wunder für einen selber. Plötzlich geht alles und man weiß nicht warum. Aber man kann ganz sicher sagen, dass es am nächsten Tag nicht mehr geht. Und der ganze Kampf fängt von vorne an und irgendwann passiert wieder dieser Moment, wo alles funktioniert, alles ist da und es verschwindet auch wieder. Und wenn manchmal es gelungen ist, zum Beispiel bei den Festspielen, da habe ich es doch immer wieder erlebt, dass man eine Situation herstellt als Intendant, wo der Raum, das Werk, der Interpret und das Publikum ein einziges Lauschen wird, ein einziges Ohr wird, auch dieses Erlebnis einer Gemeinsamkeit entsteht. Wir hören vermeintlich alle die gleiche Musik, aber jeder hört seine eigene Musik und trotzdem entsteht etwas, was unglaublich verbindend ist. Auch eine Form von Anteilnahme an dem, was dort passiert. Das ist sehr, sehr, sehr schön und das kann man nicht auf einer technokratischen Ebene herstellen. Das ist ausgeschlossen. Das hat sehr viel auch mit dem Empfinden zu tun, zu was ist jemand fähig, in welchem Raum lässt man Musik erklingen. Ist es ein Unterschied, ob man in die Kollegenkirche geht, in Salzburg und etwas hört, andere Werke, aber andere Konstellationen oder im großen Festspielhaus oder im Mozarteum. Es hat alles seine eigenen Schönheiten, seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und die muss man aber auch erkennen. Es funktioniert nicht, wenn man sagt, das passiert da, das passiert dort und dann haben wir Festspiele. Das ist nie etwas, was ich verfolgt habe. Niemals. Und was du eben gesagt hast, das ist sehr schön, Florian. Ja, da freue ich mich drüber. Stört mich nicht. Dass ich mich freue, stört dich nicht, das freut mich auch. Naja, mache jetzt überhaupt nicht streberhaft den Bogen oder die Kiste wieder zu dem ursprünglichen Gedanken des Imaginationsraumes. Wir haben begonnen bei einem Imaginationsraum, der im Moment der Vorstellung oder der Imagination vor dem Anschlagen eines Tones stattfindet und deine letzte Ausführung führt uns in den Imaginationsraum
des gemeinsamen Wahrnehmens eines großen Kunstwerkes bei den Festspielen, wo alle, wie du richtig sagst, meiner Ansicht nach zwar vermeintlich dasselbe hören, aber im Imaginationsraum des eigenen etwas Privates und Persönliches daraus gemacht wird. Aber die Prozesshaftigkeit ist das, was uns alle verbindet. Also das Verbundensein in einem Publikum in diesem Moment, dass wir alle etwas Persönliches und Eigenes tun, aber halt zusammen. Das ist möglicherweise die Übereinstimmung, die wir in der Conditio Humana untereinander, füreinander herstellen können. Und das schafft dann große Momente, die wir gar nicht wiederum anders bekennen und besprechen können als wiederum in der Kunst. Das ist richtig. Aber du hast das schön gesagt, auch diesen Raum zu schaffen, in dem man gemeinsam etwas hört. Wir können ja alle zu Hause, manche haben ganze Wolkenkratzer an Lautsprechern zu Hause, das kann man alles machen. Aber es ersetzt niemals den Moment eines gemeinsamen Hörens, eines gemeinsamen, auch so unterschiedlich das Empfinden sein mag, aber eines gemeinsamen Empfindens für diesen Moment. Und dieser Moment wird natürlich dadurch noch verstärkt, dass man, ob man es weiß oder nicht, dass Musik die ephemerste Kunstform überhaupt ist. Musik erklingt und verschwindet. Es ist auch die Melancholie der Musik, dass sie nicht festzuhalten ist. Ein Bild ist in gewisser Weise festzuhalten, ein Text ist in gewisser Weise festzuhalten, eine Skulptur ist festzuhalten. Musik verschwindet. Das ist schön, hat eine melancholische Qualität, das hat aber vor allen Dingen eine wirklich ephemere Qualität. Und es gibt von dem englischen romantischen Dichter William Blake so schöne Zeilen, wo er sagt, He who kisses the joy as it flies, lives in eternity's sunrise. Das ist wahnsinnig schön. Also man muss diesen Moment erwischen. He who kisses the joy when it flies, lives in eternity's sunrise. Das ist sehr, sehr schön. Und das ist der Zauber und das ist auch das Geheimnis von solchen Momenten. Ich bin überhaupt nicht esoterisch. Nicht, dass Sie denken, dass ich irgendeine Neigung zur Esoterik hätte. Überhaupt nicht. Ja. Aber das ist etwas, was man erleben kann. Und wenn man dieses Erlebnis hat, dann ist es das Kostbarste, was man mit Musik erleben kann. Es gibt nichts Kostbares als das. Ich habe mich immer gefragt, warum wir, oder stimmt nicht, ich habe immer bestaunt bei meinen Kindern und das auch erörtert mit anderen Eltern, dass sie über Jahre hinweg ihr Lieblingsbuch jeden Abend aufs Neue sich anhören möchten und vor der entscheidenden Stelle mit der gleichen Begeisterung und Aufregung bangend zuhören, die sie besser auswendigen können als der Autor selbst. Das ist eine Gnade und ich würde sagen, es ist die Gnade der Gegenwärtigkeit. Dass die Kinder und je kleiner sie sind, desto begnadeter sind sie in dieser Befähigung, gegenwärtig sein können und in ihrem eigenen Selbstverständnis sich vorenthalten können, zu wissen, was jetzt passiert. Diese Gegenwärtigkeit. Wenn ich mich jetzt, ich bin zu einem gewissen Teil auch der Ansicht, dass Musiker sein oder Künstler sein eine gewisse Kategorie von Beharren im Kindsein braucht und aber auch zur Gegenwärtigkeit. Wenn ich zum 120. Mal Winterreise singe, dann gelingt mir das. Mir gelingt bei diesen großen Stücken und Werken, gelingt mir die Gegenwärtigkeit des beinahe Nichtwissens, was als nächstes kommt. Und das ist ein Zustand, der mich zum Teil am allermeisten an diesem Tun und an dieser Disziplin interessiert, dass die Gegenwärtigkeit und vielleicht auch ein bisschen dieses wie ein Kind sein, vor dem Nichtwissen von dem, wo man heimlicher weiß, was kommt. Und jetzt habe ich einen anderen Gedanken und da frage ich dich dazu, ob es vielleicht so gemeint sein kann. Warum können wir Musik, und zwar auch aus der Konserve, also auch vor YouTube oder auch aus der CD oder von Spotify, immer wieder hören, wenn wir sie denn lieben? Warum nützt sich das weniger ab als so viel anderes? Und möglicherweise, und das ist jetzt meine Frage,
hängt es daran, dass wir die Musik ja doch immer persönlich im Individuellen für uns selber fertigstellen. Und das können wir wieder vergessen. Wir können vergessen, wie wir beim letzten Mal das, was uns als Musik begegnet, in unserem persönlichen Imaginationsraum fertigstellen. Und das kann immer wieder neu bleiben. Und geht dir das so, wenn du hörst dir nicht einmal den Glenn Gould mit dem Bernstein an, sondern 50 Mal. Ja? Warum ist das 50 Mal interessant? Da muss irgendetwas sein, was neu bleibt oder wo eine Gegenwärtigkeit stattfindet, dass du nicht sagst, ja, weiß ich, weg damit. Ja, da gibt es auch immer etwas Neues zu hören und zu entdecken, aber das hat auch mit der eigenen Verfasstheit zu tun. Ich sage ja, das hat mit dir zu tun. Ja. Es hat weniger zu tun damit, dass du noch nicht die Aufmerksamkeit hattest, durchzuhören, dass diese eine Frequenz am Fis herklingt aus dem Klavier von Glenn Gould, sondern es hat mehr damit, wie du sagst, mit deiner Verfasstheit zu tun, mit dem, was du an Individualität mitzubringst. Ich habe geglaubt, wie ich das erste Mal die Winterreise gesungen habe, bin ich angetreten und habe gedacht, das wird mein Leben verändern. Dann bin ich in der Nacht dort gesessen und habe mir gesagt, es wird mein Leben nicht verändern, aber ich bin weitergekommen, weil ich verstanden habe, mein Leben wird die Winterreise verändern. Also mein Leben und mein Fortkommen im Leben verändert, wie ich das nächste Mal die Winterreise singe und was ich da zu sagen habe. Das heißt, die Verfasstheit, wie du es nennst, verändert die Art und Weise, wie wir selbst fertigstellen, was in der Kunst passiert. Und das heißt, dass etwas neu bleiben kann in der Kunst, dass etwas lebendig bleiben kann in der Kunst, liegt am allermeisten in unserer Haltung, wie wir begegnen. Das habe ich eben versucht mit dem Begriff der Verfasstheit zu beschreiben. Ja. Du bist ein wundervoller Liedsänger. Danke. Und und ich meine, das ist so interessant, das habe ich auch schon oft drüber gesprochen, aber das hindert mich nicht daran, jedes Mal wieder etwas Neues zu entdecken, weil ich eine Art von auch Gespräch führe mit anderen darüber. Das Lied, 3-4 Minuten, mehr ist es nicht. Und es ist alles in diesen 3-4 Minuten, was das Leben, was die Existenz, was die Wünsche, was die Träume, die Illusionen, es ist alles in diesen 3-4 Minuten gesagt. Wirklich alles. Und es ist gleichgültig, ob es ein Lied von Schubert ist oder von Schumann ist oder von Mahler ist oder, jetzt bin ich ganz altmodisch, ein Lied wie Yesterday. Wir kennen das alles. Und die ganze Welt kennt so ein Lied wie Yesterday. Die kennt man vom Nordpol bis nach Südindonesien, von Argentinien bis nach Australien. Jeder kennt dieses Lied. Und ein Lied, das 3 Minuten dauert, begleitet ein ganzes Leben. Man hört es und hört es und hört es immer wieder. Manchmal hört man es aus einem offenen Fenster oder aus einem Auto heraus. Manchmal hört man es, weil man es hören möchte. Manchmal singt man es für sich. Man wird nicht müde daran. Man wird nicht müde daran, weil es jedes Mal irgendeine Nuance, eine Facette gibt, die einem etwas anderes erzählt, weil man in einem anderen Zustand ist, in einer anderen Verfasstheit ist. Und Musik hat sehr viel mit dem Einsetzen von Assoziationen zu tun. Wir hören Musik, weil wir sie lieben und wir haben sie viele, viele Jahre oder Jahrzehnte gehört. Und ich habe es eben gesagt, man wird nicht müde daran, weil die Größe dieser Musik, die Offenbarung, die eine Musik in sich trägt, die lässt sich nicht zähmen. Wir sind dieser Offenbarung in gewisser Weise ausgeliefert. Auf schönste Weise ausgeliefert. Manchmal auch auf traurigste Weise. Aber es ist nicht zu zähmen, das, was an Dringlichkeit in der Musik dem Menschen mitgeteilt wird. Und Musik ist, ich bleibe dabei, nur geschrieben, um etwas mitzuteilen. Es ist eine Mitteilung an die Menschen, es ist eine Mitteilung an die es wollen. Das will ja nicht jeder. Aber wenn man es will, wenn man sich darauf einlässt, ist es das größte Geschenk.
Aber manchmal denke ich mir, dass einen die Musik so trifft und auch nicht loslässt und immer wieder aufs Neue nicht loslässt, obwohl man sie doch schon kennt, weil wir im Prinzip nicht verstehen, warum sie das mit uns tut, was sie mit uns tut. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich habe noch nirgendwo was gelesen Vielleicht ist es sogar oder gut, dass man gehört. es nicht versteht. Ich glaube, es ist notwendig, dass man es nicht versteht. Ich glaube, die einzige vernünftige oder relevante Beschreibungsform von Kunst ist möglicherweise eine andere Kunstform. Ja? Also wenn ich versuchen wollte zu beschreiben, worin das Grandiose an der Winterreise besteht, in Sprache ist es nicht zu machen. Ich müsste wieder darüber singen in meiner Disziplin. Oder ein Maler kann sich hinstellen und sagen, ich versuche es über die Malerei auszudrücken. Aber dass die Musik eine inhaltliche Sprache ist, die offenbarend ist in unserer Wahrnehmungskultur, die wir wahrnehmenderweise erfahren und in Erfahrung verstehen. Wir verstehen nur die Erfahrung, aber wir verstehen die Mechanik dahinter nicht. Also das ist meine Auffassung. Ich glaube, dass wir uns an der Musik nicht ermüden, darin liegt, dass wir im Prinzip nicht verstehen, warum und wie das geht. Das ist wunderbar, es nicht zu verstehen. Es ist auch eine Anmaßung zu sagen, ich verstehe diese Musik. Das ist eine wirkliche Anmaßung. Aber es gibt keine Wissenschaftsdisziplin, die sich ausschließlich damit befasst. Das wird nicht funktionieren. Nein, aber die Tatsache, dass die Musik eine Grammatik ist, die nicht wirklich fassbar ist, das ist ein Zusammenspiel. Also wenn man jetzt ein Bild sieht, dann kann man sagen, Cézanne oder ein anderer Künstler, die verwenden die gleiche Farbe, die gleiche Farbe kommt aus der gleichen Tube heraus und trotzdem ist es eine andere Farbe. Aber es ist da, es ist erkennbar als das, was es ist, als Baum, als Haus, als Meer, als Wolken, als Himmel. In der Musik ist das nicht möglich. Die Musik ist vollkommen abstrakt. Sie arbeitet auch mit psychologischen Momenten. Ich meine, man könnte wirklich gibt es auch, also sehr interessante Arbeit in der Psychologie der Musik, die Psychologie der Tonarten, die Psychologie von Tonfolgen, von Modulationen in bestimmte Richtungen. Dur oder Moll, das ist bei Schubert natürlich ganz ausgeprägt, also weil du die Winterreise erwähnst, dieser Mittelteil vom Lindenbaum, haben wir vorhin darüber gesprochen. Ich muss doch heute wandern vorbei in tiefer Nacht. Da habe ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht und dann wechselt Schubert nach Dur. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Und so geht das immer weiter. Das sind Dinge, lass sie doch unerklärt. Das ist wunderbar. In Wirklichkeit ist es ja fast so, dass wir eine Unterscheidung und eine Diskriminierung in der Qualität von Dingen danach treffen, ob wir es aufschlüsseln können oder nicht. Ja? Also wenn man sich jetzt kennt, warum finden wir manche von uns Schlager weniger interessant als die Bedu-Sonate vom Schubert. Weil wir bei den Schlagern verstehen, wie es gemacht ist. Wir finden, da ist das so und dann sagt man dieses und man adressiert das Thema so wie Hollywood Filme macht. Nicht? Die Besten in Hollywood machen Filme auch besser, aber die Mittelmäßigen machen Filme nach ihrem Wissen und nach dem Verstand von Funktion. Wenn ich jetzt das mache und dann baue ich diese Szene und dann warten wir noch 2 Sekunden, jetzt kommt die Musik hinein, der Dur-Akkord und jetzt weinen sie alle im Publikum. Ja. Und die können das wahnsinnig gut. Die wissen genau, wo sie hinwollen und die wissen, wie man es herstellt, die kennen die Funktion und sie können es tun. Und wenn wir in der Auseinandersetzung erkennen, wie es gemacht ist, wenn wir die Bauart aufschlüsseln können, dann ist es schon nicht mehr so toll wie etwas, vor dem wir fassungslos stehen und uns fragen, wieso geht mir das so nah? Also für mich sind die größten Dinge, wo ich immer wieder staune darüber, warum mir das immer noch so nahe geht. Und dieses Wunder und diese Absenz von Erklärung, die Absenz von der Möglichkeit, es zu rechnen, die macht das nicht enden Könnende zum Glück für uns aus, was die Musik als Geschenk darstellt. Wenn wir es aufdröseln könnten,
wäre es wahrscheinlich in dem Moment vorbei. Dem ist nichts hinzuzufügen, Florian. Das ist sehr richtig, was du sagst. Man muss auch nicht alles dekodieren können. Das ist nicht notwendig. Dafür sind andere Bereiche des Lebens vielleicht zuständiger als der Empfindungsbereich. Und für denjenigen, der Musik nicht analytisch begegnet und nicht das Wort aufdröseln verwendet, der Musik nicht aufdröselt, bleibt die Musik ein Empfindungsraum. Der langsame Satz des Schuberts Streichquintett ist ein Empfindungsraum, der sich öffnet. Und natürlich kann man das, es gibt auch Analysen des Streichquintetts von Schubert, gar keine Frage. Und die sind auch sehr klug. Es hilft einem aber nicht beim Empfinden, beim Hören vielleicht, aber auch nur ganz wenigen. Weiß man das, also wie das gemacht ist und komponiert ist und wie die Form ist und wie die kann manchen beim Hören helfen, aber es hilft nicht. Es hilft nicht beim, ja, ich wiederhole mich, bei der Empfindung, die einsetzt, wenn man Musik hört. Und die ist wesentlich. Die ist ganz wesentlich, die ist viel wesentlicher als eine Art von analytischer Qualität, die doch irgendwie recht an dem Zauber vorbeigeht, den man empfinden kann. Brauchst du die analytische Qualität, um dich in deiner Kunst deine Kategorien zu schärfen? Ich merke das manchmal zum Beispiel, dass ich unterrichte jetzt seit 10 Jahren auf der MDW und bin jeden Tag, der ich in Wien bin ich auf der Uni und arbeite mit jungen Menschen, muss mit einer gigantischen, an die Idiotie grenzenden Aufmerksamkeit zuhören, was die tun, um genau zu analysieren, wie sie es machen, damit ich ihnen das Feedback kann, wie geht das besser. Dann gehe ich in ein Konzert und habe hin und wieder richtig Probleme abzuschalten, den Professor in mir. Ja, aber das ist dann Lehrtätigkeit. Wahrscheinlich war es vorher nicht so. In dem Moment, wo du konfrontiert bist mit einer Situation, wo du jemandem etwas zu erklären hast, weil er dein Student ist oder eine Studentin ist, in dem Moment verbalisierst du etwas, was du für dich gar nicht verbalisiert hättest. Und intellektualisiert ist und rationalisierst etwas, um eine Erklärung zu finden, die sprachlich ausgedrückt ist. Du erklärst es nicht, indem du ihm das vorsingst. Hoffentlich nicht. Ich finde das, nein, ich finde das keine gute Art zu unterrichten. Also man muss eine Art von Sprache finden, von Erklärung finden, von Rationalisierung auch dessen, womit man sich da gerade beschäftigt. Man muss zurücktreten und dann kann man vielleicht dem oder derjenigen etwas vermitteln. Aber das hat mit dem Verbalisieren von Dingen zu tun. Normalerweise, wenn man nicht unterrichtet, ist man nicht in dieser Situation. Nein, aber du bist als Intendant bist du 1000-mal in der Situation gewesen, wo du sagst, ich stelle mir dieses Werk vor und dann musst du entscheiden, ob du dann sagt einer, warum nehmen wir nicht die Dirigentin, den Dirigenten A und du sagst, nein, das war furchtbar, was der macht oder irgendwas. Aber das hat ja auch mit persönlichem Geschmack zu tun. Ich meine, es gibt Musiker oder Musikerinnen, die sind meine Lebenspartner, auch wenn sie schon längst nicht mehr auf dieser Welt sind. Das hat wirklich mit Geschmack zu tun, jemand anderer wird jemand anderen, und das ist auch in Ordnung. Also es gibt da keinen Absolutheitsanspruch. Aber nochmal, ich glaube wirklich, ich habe auch manchmal, was immer das heißt, unterrichtet in Meisterkursen. Ich habe nie eine Professur gehabt, wie du das gehabt hast, aber Meisterkurse habe ich gemacht. Und das ist wirklich interessant, weil da stehen Menschen und die wollen etwas von einem. Und man fragt sich, okay, wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich ihnen etwas mitgebe? Und da muss ich eine Formel finden dafür. Und diese Formel kann nicht sein, dass man denjenigen das vorspielt und sagt, spielst so, wie ich das gespielt habe. Das ist ganz dumm, so etwas zu machen und gar nicht hilfreich für. Also diese Formel muss man finden, und diese Formel, die man findet, ist wie eine Gebrauchsanweisung. Die ist sehr rational. Und dann kann er machen, was er will damit. Wird er auch machen, was er will, hoffentlich. Ja. Zum Beispiel interessant, ich hab ziemlich intensiv Lieder so in Meisterkursen
versucht zu unterrichten. Und das Erste, was ich gemacht habe, dass ich den Sänger gefragt habe, sag mir das Gedicht. Sag mir das. Du brauchst es nicht zu singen, ich möchte das Gedicht hören. Ich möchte die Mondnacht hören von Eichendorff. Und das, was Schumann damit gemacht hat, wir beschäftigen uns später damit. Die konnten das nicht auswendig. Sie wussten gar nichts. Sie konnten es irgendwie singen. Aber in dem Moment, wo es von dem Eigentlichen weggekommen ist, war wirklich eine bemerkenswerte Hilflosigkeit, mit der man konfrontiert war. Und da muss man dann versuchen, irgendeine Art von Eingriff vorzunehmen, der nicht einschüchternd ist und der nicht angsteinflößend ist, sondern der in irgendeiner Weise eine produktive Situation herstellt. Und dann fängt man an, über sich selber nachzudenken. Wie hat man das selber gespielt? Wie hat man das bewertet? Wie kam man selber in diese Geschichte? Und aus diesen Momenten des Nachdenkens entsteht eine Art von Erklärung. Aber der Hörer von Musik, der in ein Konzert geht, der in eine Oper geht, dem kann man etwas mitgeben. Also das, was du eben gesagt hast, ja, ich hab mich entschieden für bestimmte Interpreten. Ich habe sehr intensiv die Programme der Salzburger Festspiele beworben, indem ich sie erklärt habe. Aber ohne didaktischen Anspruch, ohne irgendwas. Ich habe versucht, ganz ehrlich versucht, dass die Menschen, die nach Salzburg kommen, die sich diese Karten kaufen, eine Art von Freundschaft entwickeln zu den Werken. Ob sie jetzt komplizierter, bekannter, weniger bekannt sind, eine Art Freundschaft entwickeln. Das ist meine Aufgabe gewesen als Intendant. Ich habe nie versucht, etwas didaktisch klar zu machen. Ich habe niemals jemanden eingeladen, ich selber habe es auch nie gemacht, Einführungen in Konzerte oder solche Dinge. Das mag ich nicht. Gesprächskonzerte zum Beispiel, habe ich nie gemacht. Aber ich selber natürlich als Intendant habe gesagt, okay, wir haben es mit der Oper, mit dem Konzertsituation, mit dem Komponisten zu tun. Und da habe ich versucht, diese Geschichte zu erzählen. Aber manchmal bin ich mir vorgekommen wie ein Animateur im Club Mediterranee, nicht ganz erfolglos. Aber das war interessant. Und die Erklärungen waren deshalb nicht einfach, weil ich nicht didaktisch war. Gar nicht einfach. Aber eine der großen Erfahrungen in diesen vielen Jahren, wo ich das gemacht habe, eine der großen Erfahrungen war, dass das Publikum gefordert werden möchte und auch ein Recht darauf hat, gefordert zu werden. Und dann bekommt man jede Dankbarkeit zurück. Jede. Weil es eine Art von, es entsteht eine Art von Freundschaft, ich wiederhole mich, die wichtig ist. Für das, wovon ich vorhin gesprochen habe, du auch gesprochen hast, für diesen Empfindungsraum, der sich öffnet. Und plötzlich sitzen nicht 2 oder 4 Menschen, sondern 2000 Menschen in einem Raum. Und das stellt ein Intendant her. Ja, so ist das. Aber nicht indem man didaktisch ist oder wie man so schön sagt, von einem pädagogischen Eros getrieben ist. Habe ich nicht. Wirklich nicht. Habe ich nie gehabt und ich glaube, dass das auch, ich überlasse das lieber anderen. Ich kann das nicht. Aber ich finde, dass der Gedanke der Freundschaft ist eine interessante Kategorie, weil es ein bisschen vorschlägt, dass deine Hoffnung oder vielleicht sogar nach einiger Zeit deine Erwartung an das Publikum ist, dass sie dir in der Ernsthaftigkeit deines Arbeitens vertrauen. Ja, aber das tun sie auch, oder haben sie getan. Das ist deine Erfahrung. Ja. Also, dass du sagst, wenn du auch sagst, du musst viel moderieren oder du musst viel erklären, dass du mit einem Publikum konfrontiert bist, das dir im Prinzip vertraut, dass deine Arbeitshaltung einer Gestalt ist, die so ernsthaft ist, die so tief empfunden, gedacht, gemeint ist, wie es dir zu Gebote steht und dass es dadurch gerechtfertigt ist, dass du dich als Intendant hinstellst und sagst, ja, das ist unser Programm. Ja, nur dadurch ist es gerechtfertigt. Ja. Aber dieses Vertrauen lässt sich nicht ad hoc herstellen, das dauert eine Zeit, das ist auch wie man so schön sagt, ein Prozess, das dauert einige Jahre, aber dann ist es da. Und das, was ich vorhin gesagt habe, es war auch nicht alles Blockbusters, die ich da veranstaltet habe in Salzburg, das war zum Teil ziemlich schwierig,
Und es ist wunderbar angenommen worden, dankbar angenommen worden, empathisch angenommen worden, weil es vollkommen klar war, dass die Besucherinnen und Besucher einem Anspruch folgen. Nochmal, der nicht diktatorisch ist, der nicht pädagogisch ist, sondern der einfach da ist. Und das hat wirklich viel auch mit Freiheit zu tun. Ich glaube, man tut niemandem etwas Gutes, wenn man ihm sagt, das hast du so zu hören und nicht anders. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Also die Freiheit des Hörens, die Freiheit des Rezipierens von dem, was man erleben kann, auch im Theater, überall ist das so, das ist eigentlich das Allerwesentlichste. Und der Rest mag sich einstellen oder nicht. Aber wenn er sich nicht einstellt, ist es keine Tragödie. Und wenn er sich einstellt, soll es sein. Also. Ein interessanter Gedanke. Ich habe darüber noch nie in der Form nachgedacht, aber es begeistert mich jetzt, dass ich bei aller Meinungsgewalt, die ich aufbringen kann, niemanden in meinem Publikum dazu zwingen kann, es so zu verstehen, wie ich gerne hätte. Das ist schön. Ich habe 14 Jahre mit dem Nikolaus Harnoncourt arbeiten dürfen und es war für uns auch eigentlich entscheidend, dass die Meinungsgewalt, die uns begegnet ist, also uns Interpreten mit Musikern im Probenprozess, war die größte, die ich mir denken kann, in meiner professionellen Karriere. Aber es wurde im Konzert dann aufgegeben. Also, und das hat so möglich gemacht. Darüber also haben wir die Möglichkeit, mit Nikolaus Harnoncourt so zu arbeiten, wie wir haben arbeiten dürfen, war, dass es im Konzert eine völlig andere Situation war. Man hat über alles geredet, man hat versucht, es zu zwingen, zu beugen, zu tun, irgendwie herzutun. Und im Konzert war der berühmte Harnoncourtsche Blick und der hat geheißen, so, und jetzt du. Und das hat es so möglich und so besonders gemacht, dass die Kategorien der Meinungsmacht und der Meinungsgewalt dann mit der Humanität zusammengetroffen sind, zu sagen, wir machen das jetzt genau auf, von mir zu dir, von dir zum Nächsten, zu uns allen, und dann geht diese Öffnung in einen Konzertsaal und dann haben wir die Chance, auf den Platz entwickelt zu haben, der dieser Erfahrungsraum ist, von dem wir alle beseelt sind. Aber du hast jetzt das Wort Meinungsgewalt verwendet. Ich hab sehr viele Proben von Nikolaus Harnoncourt miterlebt. Ich habe ihn auch miterlebt, wie er Mozarteum unterrichtet hat. Also wie er mit Studenten umgegangen ist. Ich habe miterlebt, wie er mit den Wiener Philharmonikern umgegangen ist. Ich habe mit dem Cemo Kassuri, ich habe ihn in ganz vielen Konstellationen erlebt. Und ich habe ihn erlebt als jemand, der sehr, sehr, sehr präzise Vorstellungen hatte von dem, was er erreichen wollte mit einem Stück. Aber nicht autoritär war. Er war einfach eine Autorität. Und das ist ein großer Unterschied. Er war eine Autorität, aber er ist niemandem autoritär begegnet, oder das machen manche Dirigenten. Also, nein, das war eine Autorität, und er hat Gedankenräume geöffnet, die wirklich großartig waren. Also er hat ja auch eine Fähigkeit gehabt, Bilder zu entwickeln, also die Musik irgendwie fast einfach zu erklären. Also diese Paradoxie zwischen einer relativ einfachen Erklärung und dem komplexen Vorgang der Interpretation oder der extrem schwierigen Erklärung und der einfachen Interpretation. Ich glaube, dass diese ganzen Dinge mit Interpretation musikalischer Werke, und das gibt es sehr antagonistische Kräfte, sehr. Und diese antagonistischen Kräfte in irgendeiner Weise in Kontakt zu bringen, in einen produktiven Kontakt zu bringen, das ist auch eines der großen Ambitionen, die viele haben und richtigerweise haben. Um dann etwas zustande zu bringen, was noch in dieser Reibung besteht oder was zu einer Befriedung kommt. Nein, die Reibung kann ja auch eine Befriedung sein. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie eine Art von Wohlfühlzone kreieren. Die Reibung ist befriedigend.
weil sie aufregend ist, Ja, weil sie Befriedung ist ganz was anderes als Befriedigung. das stimmt. Ist befriedend. Ich korrigiere mich. Nein, aber ich Du hast finde recht. befriedigend viel interessanter. Nein, ich nicht. Nicht? Ich Reibung. Wir sind uns nicht einig. Endlich. Endlich. Vielleicht ist das ein guter Moment, sich nicht einig zu sein. Sich nicht einig zu sein, um weiterzuarbeiten. Ja. Lieber Markus, Fahrt war mir nicht. Ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen, für deine Aufmerksamkeit, für deine Sensibilität. Ich danke dir für deine Arbeit. Ja. Ich sage das auch ganz klar, ich war sehr selektiv in den Jahren, in denen du die Festivals zuletzt in Salzburg verantwortest hast, bei dir zu Gast. Und das war mir immer ein persönliches Anliegen, weil die Haltung, von der wir heute auch gesprochen haben, mir immer sehr präsent war. Beginnend mit der Art und Weise, wie du Kollaboration angefragt hast, bis dann hin zur Verwirklichung und Durchführung. Somit bin ich jetzt hier in der besonderen Situation, dir danken zu dürfen für dein heutiges Hiersein, aber auch für unsere Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Danke für alles. Danke, Florian. Danke. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Scheiße, weg.